gehen wir sogar davon aus, dass wir auch im Sommer dann wieder für unsere Besucher da sein werden, die dann auch hoffentlich diese Sonderausstellung sich hier ansehen dürfen, neben den vielen anderen Projekten. Also müssen Sie sich vorstellen, für uns ist das schon das echte Worst-Case-Szenario, die Situation, die wir haben, Museum und keine Besucher. Das geht eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, diese Ausdrücke zu vermeiden. Ich halte nichts von der Sprachpolizei, sondern ich soll einfach wissen, was ich sage. Es geht durchaus auch um Facts to impress friends. Früher war mehr Lametta, das stöhnt Opa Hoppenstedt. Lametta kennen die Älteren von uns noch vom Weihnachtsbaumschmuck, der hier in der Ausstellung ist. Warum? Wenn Sie links daneben etwas sehen, das ist auch Lametta. Man nannte so Radartäuschkörper. Das nannte man so, weil es aussah wie Lametta. Es waren Staniolstreifen, die die Radarstrahlen täuschen konnten. Lametta gab es aber vorher schon im militärischen Zusammenhang, wenn man sich über Leute lustig machte, die sehr, sehr viele Orden angehängt hatten und sagten dann links Lametta, rechts Lametta und der Bauch wird immer fetter. Das ging dann gegen Hermann Göring natürlich. Wie es aussieht, wenn man das Lametta als Radartäuschkörper ausstieß, das sieht man hier auch, ein englischer Bomber. Und hier kommen große Mengen von diesen Staniolstreifen heraus. Und dann hatten die Deutschen plötzlich die Bomber nicht mehr auf dem Schirm. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Was das aber genau war, wissen die Götter. Es wurde dann kolportiert, erst unter den anderen als Murphy's Law, und dann wurde es immer wieder umformuliert, was er da gesagt haben mag. Und jetzt heißt es eigentlich was völlig anderes. Wir gehen davon aus, Murphy als Sicherheitsingenieur meinte damit, pass auf, bevor du etwas wirklich in den Dienst stellst, was alles schiefgehen kann. Denn es wird schiefgehen, wenn du es jetzt nicht eliminierst. Can't we just drone this guy, soll Hillary Clinton gesagt haben. Und das hätte jemand vor 100 Jahren überhaupt nicht verstanden. To drone someone heißt jemanden töten, mit Hilfe einer Kampfdrohne. Die wurden entwickelt in einer Zeit, als man mit den Bienendrohnen gar nicht mehr so viel am Hut hatte, um die es hier eigentlich geht. Drohnen waren ja die männlichen Bienen, man kannte die Drohnenexistenz vielleicht auch, jemand, der sich nur versorgen ließ. Und das bringt uns auf Geoffrey de Havilland, einen Flugzeugingenieur und Entwerfer, der seine Flugzeuge nach Insekten nannte. Auch ein ferngesteuertes, unbemanntes Flugzeug, das hieß Queen Bee und die Amerikaner nannten bescheiden ihre Version davon Drone. Wenn jemand wie der deutsche Verteidigungsminister immer auf einem unsicheren Posten ist, dann nennt man das, der sitzt auf einem Schleudersitz. Hier sehen wir einen auf einer technischen Zeichnung, die in Gatow entstanden ist, bei einer MiG-21, eigentlich ein Rettungsmittel. Hier ist ein Auslösehebel auch dafür. Mit dem Rettungsmittel des Schleudersitzes, der hier in ganzer Größe auch zu bewundern ist, da ist es ja eigentlich seltsam, dass man auch unsichere Posten so nennt. Die Sprache kümmert sich aber nicht um technische Korrektheit. Hier geht es nur darum, dass man mit einem Schleudersitz plötzlich von einer Führungsposition entfernt wird. Wenn man 0:5 verliert, ist man immer am Boden zerstört. Das sagte der Trainer Otto Rehhagel, der gerade 0:4 verloren hatte. Tja, er war eben wirklich sehr am Boden zerstört. Niemand denkt bei diesem Ausdruck daran, dass es eigentlich um den Luftkrieg ging. Man versuchte nämlich, feindliche Flugzeuge, ehe sie in den Luftkampf eingreifen konnten, noch am Boden zu zerstören. In den Zeitungen wurde aber sehr häufig darüber berichtet, dass feindliche Maschinen noch am Boden zerstört wurden, ehe sie in den Luftkampf eingreifen konnten. So wie im Sechstagekrieg, als die Israelis die ägyptische Luftwaffe in einem Präventivschlag noch am Boden zerstörten. Heute ist es ein ganz harmloser Ausdruck dafür, dass man völlig verzweifelt ist und nicht mehr so richtig weiter weiß. Schräge Musik ist ein Fachbegriff, der hier in Gatow sehr bekannt ist. Es bezeichnet schräg in einen Nachtjäger eingebaute Maschinenkanonen, die dazu da waren, um unvermutet unter dem Flugzeug nach oben zu schießen. Der Gegner wusste dann nämlich gar nicht, dass ein feindliches Flugzeug unter ihm war, sondern dachte, das ist einfach nur die Flak. Diese Einrichtung sieht man hier, eine schräg eingebaute Maschinenkanone 20 mm,
Aber die meisten von uns kennen schräge Musik vom Karneval vielleicht oder aus dem Jazz. Es wurde als ein negativer Ausdruck verwendet für die klassische Moderne, positiv auch, wenn es Hot Jazz war. Und unter den Nazis war es durchaus umstritten. Man sieht es daran, dass ein typisches Jazzinstrument, dieses Saxophon, sich auch in der Sammlung in Gatow findet und der Luftwaffe gehörte. Was machen diese Flaschen in einer Ausstellung Luft, Krieg und Sprache? Nun ja, aus ihnen zusammen kann man den Cocktail Kamikaze mischen. Ja, Kamikaze, da ist dann der Groschen gefallen. Das sind die Selbstopfereinsätze japanischer Kampfpiloten, die wie hier auf die USS Bunker Hill, einen Flugzeugträger, sich mit ihren Flugzeugen stürzten und sie richteten fatale Zerstörungen an. Diese Selbstmordeinsätze sind heute nur noch ganz üblich, um risikoreiche Unternehmungen allgemein zu bezeichnen. Wenn man eine schwierige Besprechung hat, sagt man schon mal, das wird ein Kamikaze-Einsatz. Die Schallmauer zu durchbrechen, das träumt die Menschheit schon sehr, sehr lange. Es war sehr schwierig, diese hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Als es tatsächlich passierte, war es eine Sensation. Überall wurde darüber berichtet und insofern konnte es sich dann auch als Vergleich anbieten, wenn irgendeine schwierige Hürde genommen wurde. Und hier sehen wir jetzt Chuck Yeager mit seiner Bell X1, dem es als ersten gelang, über diese berühmten Mach 1 zu kommen. Immer mal wieder muss man in entscheidenden Situationen die Reißleine ziehen. Jeder kennt das und denkt dabei an den Fallschirm. Warum zeigen wir dann aber hier Balance? Die Reißleine ziehen ist entstanden als Bezeichnung für ein Notfallmittel im Ballon. Man konnte mit Hilfe einer Reißleine ein Stück der Ballonhülle herausreißen, durch die sehr viel Gas auf einmal entwich und konnte dadurch sehr schnell wieder zu Boden kommen oder den Ballon kleiner machen, damit er dem Wind weniger Angriffsfläche bot. Als die Fallschirme entwickelt wurden, die wir hier natürlich auch zeigen, da gab es ebenfalls eine Reißleine. Und weil die Fallschirme wesentlich häufiger dann benutzt wurden, in Filmen vorkamen, in der Presse darüber berichtet wurde, denken heute alle, dass die Reißleine ziehen vom Fallschirm herkommt. Ein Blockbuster-Film, das kennt, glaube ich, jeder. Manche, die an der Börse aktiv sind, die kennen auch Blockbuster-Medikamente, die über 1 Milliarde pro Jahr einbringen. Wir haben ein paar hier ausgestellt. Vor allen Dingen haben wir aber selbst einen Blockbuster. Sie sehen dieses riesige Ding, eigentlich eine Großbombe. Man nannte sie so, weil sie ganze Wohnblocks knackte. Und als Badeofen war sie bei den Berlinern bekannt. Diese Großbombe konnte irrsinnige Zerstörungen anrichten und jetzt ist es als übertragene Redensart plötzlich bei den Medikamenten angekommen. Wir können inzwischen im Duden sogar das Wort Helikoptern finden und auch ein Hubschrauber sein wird jeder verstehen. Die Helikoptereltern, die hier von der FAZ gelobt werden, das sind solche, die dauernd um ihre Kinder herumschwirren wie so ein Helikopter und aufpassen, dass sie ja nichts Gefährliches machen. Es ist als Spottformel ungefähr 20 Jahre alt. Ursprünglich kommt es aus der Psychologie, die das übrigens als wissenschaftlichen Ausdruck niemals anerkannt hat. Wenn ich erzähle, dass ich gestern total abgestürzt bin, dann wissen meine Freunde, ich nutzte kein Flugzeug. Abstürzen kommt natürlich eigentlich daher, gerade im Luftkrieg passierte das immer wieder und es war eine ganz schreckliche Sache. Sehr schnell wurde das übertragen auf andere Situationen, in denen es sehr fatale Folgen gab, wie Alkohol, Sex und Drogen, wie hier genannt wird. Und auch wenn der Schreiblesekopf bei der Festplatte abstürzte, nannte man das Crash. Und früher hatte man dann diesen berühmten blauen Bildschirm und sagte, mein Computer ist abgestürzt. Was Sie hier sehen, könnte man mit vollem Recht als Bombenteppich oder als Bomberteppich bezeichnen. Er stammt aus Afghanistan und zeigt, wie die Bevölkerung dort schwer traumatisiert versucht hat, das, was sie an Krieg erlebt hat, auch auf Teppichen zu verarbeiten. Viel bekannter ist es, einen Bombenteppich zu legen, auch ein sehr seltsamer Ausdruck, der aber hier
in Sindelfingen bei dem Angriff der US Air Force 1944 eindrucksvoll zu sehen ist. Man wirft so viele Bomben ab in einer großen Fläche, dass es wie ein ganzer Teppich ausgelegt wird an Bomben. Ein Bombenteppich war auch in Gato zu finden. Hier sieht man ihn. Das war eine Bombenabwurf-Trainingsanlage. Der Teppich zeigte eine Landschaft, die unten vorbeirollte, wie beim Flug. Dieser Ausdruck Bombe, der hält sich ja als Verstärkungsausdruck sehr lange schon und auch im spaßigen Bereich. Und so, wir haben aus Sindelfingen wieder, wie bei dem Bombenteppich auf der anderen Seite, die Arschbomben-Weltmeisterschaft 2017 zu sehen. Wir haben uns alle in unserem Leben schon mal verfranst. Das schreibt man wirklich mit Z, denn es kommt vom Franz her. Hier sehen wir zwei, Franz und Emil genannt. Wie auch immer ein Navigator oder Beobachter hieß, er wurde im Jargon der Luftwaffe Franz genannt. Und wenn der Navigator-Beobachter nicht ordentlich auf seinen Kompass geachtet hatte, dann konnte man sich schon mal verfliegen, was man dann Verfranzen nannte. Und die Kompassfirmen, die haben sich einen Spaß draus gemacht und nannten ihre Kompasse dann auch Franz oder kleiner Emil. Seit einigen Jahren sagt man, hier wurde eine rote Linie überschritten. Wo kommt das eigentlich her? Es hat auch einen militärischen Hintergrund. Es ist verwandt einerseits mit der Deadline, die in den amerikanischen Bürgerkrieg entstand, als eine Linie, die kein Gefangener überschreiten durfte. Wenn er es doch tat, wurde er erschossen. Es gab das Red Line Agreement, in dem sich Ölgesellschaften ein Einflussgebiet sicherten. Es gab aber auch die rote Linie im Krimkrieg. Hier sehen wir schottische Soldaten mit roten Röcken. Auch das bezeichnete man als the Thin Red Line. Und selbst bei der Luftwaffe gibt es rote Linien, die zeigen, hier darf keiner hinübergehen. Das ist streng verboten. Und so entsteht ein Ausdruck für Tabu.